Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu meiner 500. Folge von Final Fantasy XIV. Ja, wenn ihr es mir nicht ganz glaubt, obwohl jetzt hier vielleicht auf dem Thumbnail was anderes steht, unten in der Videobeschreibung steht tatsächlich drin, da nummeriere ich alle meine Folgen durch und wir sind jetzt bei der 500. Folge. Vor etwas mehr als 4,5 Jahren habe ich mit euch die Reise hier in Erosea, beziehungsweise wir sind jetzt ja gerade in Novrand, angefangen und einige von euch, wie zum Beispiel der gute Chaos Destille, verfolgen es seitdem und ich freue mich darüber ganz herzlich. Und ja, die 500. Folge kommt pünktlich. Wir sind übrigens zum ersten Mal hier, schön zu sehen, als Tänzerin, was meine neue Main-Klasse ist, auch schon ausgestattet hier mit einem Relic-Weapon, die wir jetzt auch im Laufe dieses Patches natürlich ausrüsten werden, allerdings in einem Stream. Und allerdings, ich habe das im Ankündigungsvideo gesagt, wollen wir nächste Woche machen. Stimmt nicht ganz, nächste Woche ist es noch nicht möglich, kommt erst mit Patch 5.3.5 raus, also dauert noch ein bisschen. Aber wahrscheinlich werden wir dann den Nier Raid nächste Woche machen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, am besten sicher gehen, dass ihr den Kanal abonniert habt und die Glocke geläutet habt, dann kriegt ihr nächsten Dienstag, wenn wir den Stream, eine Benachrichtigung, oder vielleicht streamen wir auch am Mittwoch, bin ich jetzt noch nicht hundertprozentig sicher, aber dann kriegt ihr die Benachrichtigung darüber. Und ja, es wird Zeit, dass wir die nächsten Patch-Quest angehen. Und könnt ihr mich mal durchlassen? Ich muss mal zum Quartierverwalter. Hallo, heiß und fettig und Ritter des Krieger des Lichts und so. Die Sage der Krieger des Lichts. Der Verwalter der isomorphen Quartiere wirkt beunruhigt. Ah, die werte Dame Eisenseele. Ich nehme an, ihr brecht gerade zu einem erfrischenden Spaziergang auf. Nicht, dass ich euch nachspionieren möchte. Ich schätze die Privatsphäre unserer Gäste sehr. Es ist nur so, dass mir dieser Sternregen nicht ganz geheuer ist, wisst ihr? Es soll zwar keinerlei Schäden verursacht haben, aber man kann nicht vorsichtig genug sein, wenn ihr mich fragt. Aber wem sage ich das? Ihr seid die Kriegerin der Dunkelheit höchst selbst. Wenn jemand auf sich Acht geben kann, dann seid es wohl ihr. Verzeiht meine Aufdringlichkeit. Alte Gewohnheiten legt man nicht so schnell ab. Kein Problem. Ah, da bist du ja. Genau, dich habe ich gesucht. Seid gegrüßt, Tara. Könntest du vielleicht einen alten Bücherwurm wie mir einen Augenblick deiner Zeit widmen? Was ist denn los? Ausgezeichnet. Es gibt da nämlich etwas, das ich auf dem Herzen habe. Neulich, als du auf der Exedra die Wahrheit über Adbert und die anderen verkündet hast, ich muss gestehen, das war Balsam für meine gelehrten Seele. Viele verabscheuten die Krieger des Lichts als das fleischgewordene Unheil, doch deine Erzählungen haben ihre Geschichte endlich wieder ins rechte Licht gerückt. Zum ersten Mal seit Generationen wissen die Leute, dass sie in Wahrheit Helden waren. Als dann auch noch Adbert selbst wie aus dem Nichts auftauchte, war ich so perplex, dass ich glatt vergaß, mit dir zu sprechen, bevor du weiterzogst. Um ehrlich zu sein, wüsste ich zunächst nicht so recht, was ich von Adberts Auftritt halten sollte. Aber die Leute lauschten seine Worte wie gebannt. Und als dann auch noch der Sternenregen einsetzte, schien das Wunder perfekt. Bei einigen wurde gar mystische Kräfte geweckt, wie man hört. Nachdem sich der Aufruhr gelegt hat, warst du jedoch schon verschwunden und ich konnte mich gar nicht mehr richtig bei dir bedanken. Aber nun habe ich dich endlich gefunden. Danke, Tara, dass du dein wertvolles Wissen mit uns allen geteilt und so die Ehre der Krieger des Lichts wiederhergestellt hast. Auch wenn meine Mittel weitaus bescheidener sind als die deinen, zögere bitte nicht, mich zu konsultieren, wenn ich dir meinerseits mit meinem Wissen dienlich sein kann. Was auch immer es sein mag, du findest mich jederzeit im Kabinett der Kuriositäten. Ja, ich glaube, ich werde darauf zurückkommen.
Okay, jetzt gibt es ein paar Flashbacks. Wenn du schon fragst, ich würde gern noch mehr über die Krieger des Lichts erfahren. Wie meinen, du möchtest du möchtest etwas von mir über die Krieger des Lichts erfahren? Wenn es um Ardbert und seine Kameraden geht, bin ich mir nicht sicher, ob ich dir noch etwas berichten kann, das du nicht schon selbst weißt. Aber mal sehen, wenn es um die Krieger des Lichts im Allgemeinen geht. Also gut, ich will sehen, was sich tun lässt. Ich werde alle Bücher, Manuskripte, Schriftrollen und was ich sonst noch so im Kabinett finden kann, durchforsten. Von antiken Schriftstücken bis hin zu fantastischen Kindergeschichten soll mir nichts entgehen. Ausgezeichnet. Ich werde mich dann in das Kabinett zurückziehen und alles für eine kleine Lehrstunde vorbereiten. Bitte, such mich dort auf, sobald es dir genehm ist. Ja, ihr seid eine gefragte Dame, wie es scheint. Bitte, lasst euch nicht von mir aufhalten. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. So, und wenn ihr wissen wollt, was es mit diesem Sternenregen und so auf sich hat, dann empfehle ich euch, schaut doch mal die letzte Folge mit den regulären Quests an. Die letzte Folge ist hier oben auch verlinkt. Die ist, glaube ich, die 90. Folge oder so, ich bin nicht ganz sicher. Ist auf alle Fälle jetzt hier oben unter dem kleinen i verlinkt. So, und wir gucken uns jetzt an, was für fanatische Kinderbücher er da gefunden hat. Da müssen wir jetzt... Okay, wir müssen hier hoch und, wo ist er? Dann zeig mir mal deine fanatischen Kinderbücher. Oh. Gibt's heute Freibier oder was ist hier los? Hallo, ich habe hier ein Appointment. Hallo, darf ich? Willkommen im heutigen Klassenzimmer, Tara. Ich habe soeben alle Materialien für unsere kleine Geschichtsstunde zusammengestellt und den ganzen Pöbel vor die Tür geschickt. Es war gar nicht so einfach, eine Auswahl zu treffen, denn es gibt wahrlich eine Menge Literatur zu den Kriegern des Lichts. Ich werde mich daher auf das Wesentliche konzentrieren. Eine Geschichtsstunde über die Kinder des Krieger des Lichts? Wie spannend. Hallo Tara, wie schön dich wiederzusehen. In deiner Abwesenheit hatten wir wie versprochen ein wachsames Auge auf Crystarium. Doch ehrlich gesagt gab es da nicht so viel zu tun. Die Lage scheint sich vorerst beruhigt zu haben. Also dachte ich, ich stelle ein paar Nachforschungen über Familiare an und mein Bruderherz war so nett, mich zu begleiten. Und da haben wir zufällig eure Stimme gehört. Ich bin eigentlich wegen einer anderen Sache hierher gekommen, aber ich würde gerne mehr über die Krieger des Lichts erfahren. Hättet ihr was dagegen, wenn wir uns dazugestellen? Nee, natürlich. Je mehr, desto besser, außer der ganze Pöbel kommt wieder rein. Aber natürlich nicht. Was wäre ich für ein Gelehrter, wenn ich mein Wissen nicht mit Freuden teilen würde? Nun dann, schlage ich vor, wir fangen gleich an. Darf ich euch bitten, es euch unter dem Tisch es euch unten an einem Tisch bequem zu machen? Ich folge gleich mit dem Anschauungsmaterial nach. Wenn man sich intensiv mit der Geschichte Novrans beschäftigt, trifft man in der Erzählung unweigerlich und immer wieder auf Personen, die als Krieger des Lichts bezeichnet werden. Die Geschichte Ardberts und seiner Verbündeten vor 100 Jahren ist wohl bekannt, aber tatsächlich gab es viele vor ihnen, die ebenfalls diesen Titel trugen. Da wäre zum einen König Totelwil, der erste Elfenkönig des Seenlandes, zu nennen. Oder aber auch das legendäre Heldenduo aus Würburt, bestehend aus dem Dran Rodford und den Gadjünden Saulard.
Und keine Liste der Helden Novrans wäre vollständig, ohne die sagenumwobene Großmagierin Tione aus Rankar zu erwähnen. In älteren Schriften wird sie auch als Kriegerin des Lichts bezeichnet. Das ist vielleicht auch der Grund, warum die Leute so schnell Adberts oder besser Elidibus' Aufruf gefolgt sind. Krieger des Lichts gab es immer wieder, und zwar schon seit weit vor Adbert und seinen Getreuen selbst. So ist es. Früher war es nicht weiter als ein Synonym für Helden. Doch in den letzten 100 Jahren wandelte sich im Zug der Lichtflut das Bild vom Krieger des Lichts. Seither wird nur noch Adberts Truppe damit in Verbindung gebracht, und die Bewunderung und Verehrung, die einst mit dem Titel einherging, wurde durch Angst und Schrecken ersetzt. Wie sich die Dinge doch ändern können. Dies, meine Freunde, ist die älteste Heldensage Novrans und ihr Protagonist, der erste Krieger des Lichts. Der Sage nach bereiste er das Land in einer Zeit, als die Welt in tiefster Dunkelheit versunken drohte. Er wird als Krieger gesegnet vom Licht und geleitet von Kristallen beschrieben. Und es heißt, es sei seine Bestimmung gewesen, die Welt vor dem Untergang zu bewahren. Das Erstaunliche ist, dass in den folgenden Zeitaltern immer mehr Helden mit der gleichen Ehrenbezeichnung in den Annalen der Geschichte auftauchten. Irgendwann schließlich wurden all jene, die sich durch besondere Taten hervorgetan hatten, als Krieger des Lichts bezeichnet. Interessant. Es würde mich nicht überraschen, wenn ich hierin eine tiefere Wahrheit verborgen läge. Wie du wohl am besten weißt, ist unsere Bezeichnung Krieger des Lichts auch im Ursprung keineswegs unbekannt. Die Gründe, wie und warum jemand diesen Titel erlangt, mögen vielfältig sein, doch eines ist sicher. Er ist auch bei uns seit Anbeginn der Zeit ein Zeichen der Anerkennung für außergewöhnliche Individuen. Bei dir fehlt es sich doch genauso, oder? Irgendwann, ohne dein Zutun, begann man dich als Kriegerin des Lichts zu bezeichnen, nicht wahr? Ja, da hast du recht. Was für ein Zufall. Wer hätte gedacht, dass man den gleichen Begriff auf zwei unterschiedlichen Welten findet? Ich glaube ehrlich gesagt, das war mehr als nur ein Zufall. Stellen wir uns vor, in jemanden wie dir... Was? Entschuldigung. Stellen wir uns vor, in jemanden wird die Gabe geweckt und diese Person vernimmt Hydalyns Stimme. Sie weiß, dass sie nun zu den Kriegern des Lichts berufen wurde. Ihr Sein und ihr Handeln sind fortan von ihrer Bestimmung geleitet. Sicher, die Gabe allein macht noch keinen Helden, und es wird wahrscheinlich auch zahlreiche Helden gegeben haben, die nie die Stimme Hydalyns vernommen haben. Derlei Unterscheidungen sind für die meisten auch absolut unerheblich. Einzig die Taten zählen. Es ist daher leicht vorstellbar, dass der Begriff Held und der Titel Krieger des Lichts im Laufe der Zeit gleichbedeutend werden. Klingt einleuchtend. Die Frage ist, ob das gleiche Phänomen in allen Welten vorkommt oder nur hier und im Ursprung. Eines ist sicher, Hydaelyn nannte mich ebenfalls Kriegerin des Lichts. Wirklich? Ich selbst hatte nie die Ehre, die Stimme Hydaelyns zu hören. Und doch spüre ich sie in mir, vielleicht wegen Minfilia. Wie dem auch sei, wenn das Ganze wahr ist, kann ich mir vorstellen, dass das den Ashens Gehöre gegen den Strich gehen dürfte. Schließlich bedeutet es, dass die Leute unweigerlich Hydaelyn und das Licht mit Rechtschaffenheit und Wohltat verbinden. Das muss Salz in ihren Wunden gestreut haben.
Ja, auch wenn das alles hochinteressant für einen Gelehrten wie mich ist, ist meine Anwesenheit vielleicht gerade unangebracht? Aber nicht doch, Morin. Du bist genau richtig hier. Dein Vortrag über die Krieger des Lichts hat uns wirklich viel zu denken gegeben. Oh, hat jemand Krieger des Lichts gesagt? Rictio. Alles in Ordnung? Meine schönen Bücher. Hättet ihr euch nicht gesagt, dass das hier kein Spielplatz ist? Das gilt auch für euch beide, Akiel und Airwil. Seid bitte umsichtig. Tut uns wirklich leid, Meister Morin. Oh, bist du nicht? Die Kriegerin der Dunkelheit. Die ist süß, die Kleine. Ich heiße Rikito und ich will auch die Welt retten. Bitte sag mir, was ich tun muss, um eine Heldin zu werden. Du musst mindestens so groß sein. Deshalb sind die beiden auch keine Helden. Ja, also Rikito, wenn du eine Abenteurerin werden willst, dann musst du größer sein als Alice. Guck, ich bin größer als Alice, deshalb bin ich eine Abenteurerin. Und eine Heldin. Weißt du, ich würde auch gerne eine Kriegerin des Lichts werden. So wie die anderen Erwachsenen in der Stadt, aber keine, die mit Schwertern kämpft. Nein, ich will eine sein, die ihre Feinde mit Zaubertränken vertreibt und die Kranken und Verwundeten heilt. Eine Alchemistin des Lichts, jawohl. Und ich werde so gut sein, dass ich alle in Crystarium heilen werde. Ja, sogar alle in ganz Novland. Als ich das Akil und Irwil erzählte, haben sie vorgeschlagen, hierher zu kommen. Schließlich gibt es hier im Kabinett voll viele Bücher mit allerlei schlauen Sachen aus der ganzen Welt. Bestimmt steht hier auch alles über Medizin. Gar keine schlechte Idee. Ich tanze für den Weltfrieden. Das Problem ist nur, dass es so viele Bücher sind. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wie soll ich da lernen, eine Alchemistin des Lichts zu werden? Das ist ja wirklich ein ganz schönes Dilemma, in dem du da steckst, junge Dame. Aber selbst wenn du die richtigen Bücher fändest, glaube ich, dass sie doch etwas schwierig für dich wären. Aber vielleicht könnte die Kriegerin der Dunkelheit dich ja in Spagir begleiten. Ich weiß gar nicht mehr, was das ist. Ich glaube, unsere angehende Alchemistin des Lichts würde momentan bei Chesemil und den anderen Medici sicher mehr lernen als hier im Kabinett der Kuriositäten. Ah, das ist der Medizinraum da. Das klingt vernünftig. Ich glaube, wir sind auch mit der kleinen Geschichtsstunde hier fertig. Ich werde euch begleiten. Dann, wer zuletzt in das Spagir ist, stinkt. Haha, na warte, wir werden schon sehen, wer hier stinkt. Im Zweifelsfall stinke ich. Weil ich bin immer der Letzte. So, dann müssen wir uns beeilen, dass wir nicht stinken, oder ich muss extra Deo kaufen. Bis gleich in den Spagieren. Okay, hier sind so viele Leute. Wenn es hier komisch riecht, bin ich es garantiert nicht. Okay, verdammt. Rine ist schon da. Alice, Alfino ist da. Und Rictio ist auch da. Verdammt, ich stinke. Okay, Chesemil? Chesemil? Oh, Gäste und so zahlreiche. Was kann ich für euch tun? Ja, also, ich brauche was gegen meinen Geruch. Achso, ja, und sie will Alchemistin werden. Du willst also etwas über die Kunst des Heilens lernen, junge Dame? Ja, genau. Ich will lernen, wie man Tränke und Tinkturen herstellt und damit die ganze Welt gesund machen. Ich will eine Alchemistin des Lichts werden.
Ein hehres Ziel, sehr nobel von dir. Und du bist gewiss nicht die Einzige, die den Pfad des Lichts folgen möchte. Einige hier in der Spargirik haben ebenfalls mit dem Gedanken gespielt, den Ruf des Kriegers des Lichtes zu folgen. Doch am Ende haben sich die meisten entschieden, hier zu bleiben. Aber warum denn? Weil sie hier mehr gebraucht werden, meine Gute. Auch jetzt noch werden die Leute krank oder verletzen sich bei ihrer täglichen Arbeit. Crystarium ist eine starke Stadt, aber es sind die Bewohner, die sie am Leben halten. Die einen bewachen die Mauern, die anderen backen das Brot, die nächsten pflegen die Kranken. Jeder hat seine Aufgabe und alle sind sie auf ihre eigene Art Helden. Es erfordert viel Mut und Weisheit, das zu erkennen. Viele fühlten sich ihren Aufgaben verpflichtet und haben sich daher entschlossen zu bleiben. Aber bedeutet das denn, dass mein Traum sinnlos ist? Aber nein, Liebes, ganz und gar nicht. Es ist ein wunderbarer Traum. Du bist genau am richtigen Ort, um ihn zu erfüllen. Ich werde dir dabei helfen, versprochen. Und wenn wir alle hart arbeiten und unsere Fähigkeiten jeden Tag etwas verbessern, wird irgendwann der Tag kommen, an dem unsere Heiler die Stadt verlassen und den Leuten in allen Ecken Novrans helfen werden. Aber sei gewarnt, der Pfad der Heilerin ist gewiss kein leichter. Ich hoffe, wir können auf dich zählen. Das kannst du, versprochen. Ich werde fleißig sein und lernen, bis ich irgendwann die beste Alchemistin der ganzen Welt bin. So ist recht. Dann wollen wir auch gleich anfangen. Ich habe bereits eine Aufgabe für dich. Ich habe mit Süßraspelheim die Zutaten für... Ich habe im Süßraspelheim die Zutaten für einen Trank bestellt. Würdest du ihn für mich abholen? Eine Zutat für einen Trank wird sofort erledigt. Da ist ja aber jemand wirklich eifrig. Ich mache mir ehrlich gesagt ein wenig Sorgen, ob sie das schon alleine schafft. Könntest du vielleicht sie begleiten? Garcia im Süßraspelheim weiß Bescheid. Meinen besten Dank. Ja, dafür sind Helden des Lichts ja da. Ich werde mitkommen. Schließlich war ich derjenige, der die Idee hatte, sie in Chesemels Obhut zu geben. Und was ist mit euch beiden? Kommt ihr auch mit? Wir wollen zwar auch Krieger des Lichts werden, aber Alchemie ist nicht so unsere Sache. Wir warten besser so lange hier, bis ihr zurück seid. Oh, aber wenn du wieder da bist, dann bringst du uns bei, wie man kämpft, ja? Wenn das so ist, bleibt Rine und ich lieber hier und leisten den beiden Gesellschaft. Vielleicht erzählen sie uns ja, was sie genau im Sinn haben. So, dann mit Grassier spreche. Jetzt müssen wir ganz kurz auf die Karte gucken, wo wir da hin müssen. So, hier müsste auch irgendwo Grassine stecken. Hallo, habt ihr das kleine Mädchen gesehen? Oh, wenn das nicht die Kriegerin der Dunkelheit ist. Ich vermute, du bist wegen der gleichen Sache hier wie Alphino und seine junge Begleiterin. Ja, wo sind die? Dachte ich es mir. Eigentlich hatte ich die Trauben schon längst liefern sollen. Aber ich war so beschäftigt, dass ich noch nicht einmal dazu gekommen bin, sie zu pflücken. Da habe ich kurzerhand Alphino und das Mädchen gebeten, das für mich zu übernehmen. Wenn du schon mal hier bist, kannst du ja ihnen ja vielleicht auch zur Hand gehen. Dann hat die gute Chesemel ihr Trauben umso schneller. Chesemel hat eine Handvoll winziger Trauben bei mir bestellt. Es handelt sich um spezielle Trauben mit einer medizinischen Wirkung, die viel zu klein sind, um als Speise zu dienen. Wir züchten sie hier extra auf Bitten der Spatrik. Okay. Wo finden wir denn die Trauben? Ach, da hinten, wo alle anderen... Sind da noch Trauben da? Hallo? Oh, da ist also noch winzige kleine Trauben. Das sind meine Trauben. Lasst die Finger weg von meinen Trauben. Sucht euch eure eigenen Trauben. So, ich habe meine Trauben. Rikitio. Ach Mann, bist du klein. Ich finde dich ja kaum. Oh, da bist du ja hier. Bist ja auch hier. Wir sammeln gerade diese winzigen Trauben. Das macht richtig Spaß. Ja, ich habe hier auch noch welche.
Boah, du hast ja schon richtig viele gesammelt. Ich wünschte, ich wäre auch so geschickt wie du. Ich glaube, wir haben jetzt genug gesammelt. Ich schlage vor, wir bringen die kleine Gabel gleich zu Chesamel. Ja, kann es gar nicht abwarten zu sehen, was Frau Chesamel daraus herstellt. Sag mal, Ricky, warum willst du eigentlich so sehr eine Alchemistin des Lichts werden? Warum? Nun, Es ist schon eine Weile her, aber ich war mal richtig schwer krank mit ganz hohem Fieber. Ich kann mich nicht mehr so richtig daran erinnern, aber ich weiß, dass ich lange im Bett lag und mich richtig scheußlich fühlte. Eines Tages kam ein reisender Alchemist vorbei und gab mir diesen Trank zu trinken. Das Gebräu war so bitter, dass meine Zunge sich richtig kringelte, aber es hat mich wieder ganz gesund gemacht. Damals war es noch sehr gefährlich in der Welt mit den doofen Sündenvertilgern, aber der Alchemist war ganz mutig und reiste durch das Land, um Leute wie mir zu helfen. Das fand ich so toll, dass ich mir vorgenommen habe, auch eines Tages Alchemistin zu werden. Aber ich wusste nicht wie, also habe ich am Anfang meine eigene Heiltränke gebraut, aus Gras und Wiesenkräutern. Die habe ich dann meinen Freunden verabreicht. Neulich hat sich dann unsere nette Nachbarn entschlossen, auf Reisen zu gehen. Er sagte, er wolle ein Krieger des Lichts werden und anderen in Not helfen. Da dachte ich gleich, das will ich auch. Und deshalb entschloss ich mich, loszuziehen und eine Alchemistin des Lichts zu werden. Ah, ich verstehe. Sag, wie ist es deinem Nachbarn so ergangen, seit er losgezogen ist? Du meinst Tilia? Ja, das weiß ich nicht. Ich habe ihn ja seitdem nicht mehr gesehen. Tilia. War das nicht einer der Stadtwachen, bei denen der Sternregen die Gabe geweckt hat? Wie dem auch sei, vielen Dank, dass du uns deine Geschichte erzählt hast. Ich verstehe jetzt, warum du eine Alchemistin werden willst und die Welt als Kriegerin des Lichts bereisen möchtest. Ein nobles Ziel. Ich hoffe wirklich, dass Onkel Tilias und dein Traum in Erfüllung gehen. Aber ein Schritt nach dem anderen. Zunächst einmal sollten wir zusehen, dass die ehrenwerte Chesamel ihre gewünschten Ingredienzien erhält. Ich muss gestehen, dass ich mich getäuscht habe. Ich war davon überzeugt, dass es Elibus in der Gestalt Adberts war, der den Leuten diesen Wunsch eingepflanzt hat, Krieger des Lichts zu werden. Aber die Wahrheit ist, dass der Wunsch, anderen zu helfen, bereits in den Bewohnern Northrans existierte. Vielleicht auch gerade wegen der Erfahrung der Lichtflut. Elidibus tat nichts weiter, als ihnen einen Namen zu verleihen, den sie ohnehin schon aus ihren Folkloren kannten. Alles, was er erreichte, war, den Wandel in der Welt zu beschleunigen. Und auch wenn es schmerzt, er hat recht. Früher oder später werden wir in unsere Welt zurückkehren. Und da der Kristall-Exarch jeden wachen Moment nutzt, um uns zurückzubringen, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis er einen Weg findet. Davon bin ich überzeugt. Aber selbst wenn wir schon hier und heute einen Weg hätten, in den Ursprung zurückzukehren, so würde ich es doch nicht übers Herz bringen, bevor wir Elibus unschädlich gemacht haben. Die Bewohner Northrans sind für mich nicht länger wie Fremde aus einer anderen Welt, nein. Ich fühle, dass dieses Land nun auch ein Stück Heimat für mich geworden ist. Ich fühle mich verbunden. Ich bin mir sicher, dir geht es genauso. Also gut, ich schätze, wir sollten unsere kleinen Bewunderer nicht allzu lange warten lassen. Kehren wir in die Spargyrik zurück. So, also wieder zurück. So, da sind wir wieder. Ja, wir wollen hier eine Quest abgeben. Lässt ihr mich mal durch? Danke, Chesamel. Vielen Dank für deine freundliche Hilfe, Tara. Mit den Trauben können wir nun loslegen. Wir werden daraus einen Essig herstellen, den wir Eselkraut hinzumischen, sowie eine Reihe anderer Zutaten.
Das Ganze wird dann zu einem aufmunternden Sirup verkocht, der leider grausig schmeckt, aber unschlagbar effektiv ist. Luna kann davon ein Lied singen. Vielleicht sollte ich die kleine Riki auch mal kosten lassen, als Teil ihrer Ausbildung sozusagen. So, und dann wird es Zeit, dass wir unsere Nachwuchshelden hier auch trainieren. Allerdings würde ich sagen, das machen wir in der nächsten Folge, die übrigens dann tatsächlich die 100. Folge von Shadowbringer sein wird. Also ja nicht ganz, weil ich ja noch ein paar Klassenquests und so weiter drin habe unter dem Label, aber tatsächlich in diesem großen Bereich, seit es den Patch Shadowbringers gibt, die 100. Folge. Also, verpasst die nicht und wie gesagt, die nächste Folge kommt am Samstag. Und nächste Woche wird es auch einen Stream geben. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr dabei seid. Also, natürlich abonnieren klicken und das kleine Glöckchen läuten. Und wenn euch die Folge als solches gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch über ein Däumchen. Und dann bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank natürlich auch an meine Kanalmitglieder, die mich jeden Monat aufs Neue mit einem kleinen Obolus an Jill unterstützen. Und wir sehen, hören und spielen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und bis bald.